Hey Leute, das ist jetzt ein Megaminx Walkthrough-Solves Video, da ich vor ein paar Tagen darauf angesprochen wurde, ob ich nicht ein Megaminx Tutorial machen kann. Ich halte ein Megaminx Tutorial aber nicht gerade für sinnvoll, da sich das Puzzle genauso lösen lässt wie ein 3x3. Deswegen werde ich jetzt auch nicht auf die einzelnen Schritte eingehen, sondern einfach nur zeigen, wie ich das löse, das kurz kommentieren. Und falls dann irgendwie Fragen sind zu Algorithmen oder was auch immer, könnt ihr das gerne in der Kommentarbox posten. Scrambles sind, falls ihr die wirklich haben wollt, in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch sofort an. Ich fange auf der weißen Seite an. Und wie beim 3x3 würden wir jetzt die Kanten lösen und daraus ein Kreuz machen. Hier machen wir einen Stern raus. Und ich würde vielleicht so anfangen, dass ich diese beiden runterdrehe, also grün-weiß und weiß-lila. Dann sind die beiden schon mal von der Permutation her gelöst. Und dadurch haben wir dann den auch noch gelöst. Dann hatten wir schon 3 Kanten. So, dann haben wir hier die rot-weiße Kante und hier hinten ist die weiß-blaue. Jetzt würde ich das so machen, ich würde den erstmal bis dahin drehen, noch nicht ganz lösen. Dann würde ich den hier vorholen, hier drauflegen und beide gleichzeitig einfügen. Und dann haben wir den ersten Stern gelöst. So, dann kommen hier die F2L-Slots. Ich würde zunächst, oh Gott, das dauert bei mir ein bisschen, bis ich es habe. Aber ich würde jetzt hier die beiden sehen. Weiß, lila, gelb und lila, gelb zusammenfügen. Das ist Standard Case. L', U', L. Dann würde ich vielleicht diese Kanten im Moment. Was haben wir denn hier? Ich habe die beiden hier im Blick. Weiß, gelb, blau und blau, gelb. Würde ich zusammenfügen. So. Ich mache das immer gerne in der oberen Ebene, dass ich die zusammenfüge und dann das runterdrehe. Und dann füge ich das hier in den richtigen Slot ein. So. Dann haben wir diese Kante, grün-lila, und diese Ecke. Die drehen wir hoch und fügen das mit dem Standard Case ein. Dann haben wir noch 2, die übrig bleiben. Dann würde ich die beiden sehen. Blau-rot und blau-rot-weiß. Dann würde ich den erstmal wegdrehen und den nach oben. Und dann zusammenfügen. So. Dann haben wir die zusammengefügt in der oberen Ebene und dann würde ich sie einfügen. So, dann bleibt noch eine Ecke übrig, die ist hier hinten. Die Kante ist schon im Slot. So. Dauert bei mir ein bisschen, bis ich die Teile gefunden habe. Das muss ich noch ein bisschen trainieren. Aber gut. Danach würde ich meistens mit diesem Center anfangen und daraus dann diesen Dreierblock bauen. Wenn sich gerade nichts anderes anbietet. Also ich würde zuerst eigentlich diese orange-lila farbene Kante suchen. Die finde ich aber gerade nicht, deswegen nehme ich jetzt diese hier, füge die hier ein. Und jetzt ist mir gerade die aufgefallen, dann baue ich die gleich mit ein. So, jetzt habe ich hier 1, 2, 3 Möglichkeiten, einen Slot zu befüllen. Das eröffnet mir natürlich viele Möglichkeiten. Ich würde jetzt den Slot erstmal befüllen. Ich sehe jetzt hier diese Ecke, die passt ja da rein. Und die dazugehörige Kante ist hier unten. Und dann würde ich die zusammenfügen. So. Und dann einfügen. Dann haben wir hier schon mal einen Block gebaut. Dann geht es weiter. Jetzt habe ich für diesen Slot hier die Kante gefunden. Und die Ecke da auch. Dann würde ich die zusammenfügen. So. So. Jetzt haben wir hier den Slot gemacht. Das F2L-Paar gemacht. Und dann in den Slot einfügen. Jetzt haben wir hier schon 2 Blöcke gebaut. Und jetzt können wir hier den auch noch befüllen. Die liegen ja hier sofort. So. Jetzt haben wir hier schon 3 F2L-Slots gemacht. Jetzt würde ich hier weitergehen. Die Kante liegt hier schon ganz gut. Die würde ich dann sofort runterdrehen. Dann haben wir hier die dazugehörige Ecke. Und die zweite Kante liegt... Ja, wo liegt sie denn? Da. So, dann würde ich die zusammenfügen. So.
und einfügen. Dann haben wir hier wieder so einen Block. Und dann könnten wir jetzt entweder hier weitermachen, an dem Center, oder hier den Block einfügen. Ich würde jetzt aber gerade das hier machen. Und zwar würde ich da diese Kante hier nehmen, hier reinbringen und das wieder zurückdrehen. Also haben wir hier nämlich schon eine Kante gelöst. Hier ist die Ecke, die wir brauchen, und hier ist die zweite Kante, die wir brauchen. Ich drehe erstmal die Kante raus. Und das drehe ich sofort wieder zurück. Das war nämlich schon gelöst. So, dann haben wir das hier nämlich gleich gelöst. Das können wir so behalten. Und hier ist jetzt die Kante, da die Ecke. Die drehen wir zusammen. Und fügen es ein. So. Dann hatten wir jetzt das hier gelöst schon. Jetzt haben wir hier die zweite Kante, die wir brauchen. Und die Ecke ist hier. Gut. Fügen wir zusammen. So. Und fügen wir ein. Jetzt haben wir diese Blöcke alle gemacht. Jetzt fehlen nur noch die letzten FTL-Slots. FTL-Paare. Und was bietet sich da gerade an? Die beiden. Die kommen hier rein. Dann habe ich diese beiden im Blick. Den und den. Einfach einfügen. Dann die beiden. Und dann bleibt ja nur noch eins übrig. So. Jetzt haben wir hier den OLL. Zuerst mache ich wieder hier einen Stern. Das ist ganz einfach. Das wäre jetzt hier beim 3×3 die Linie. Also F, sexy move F Prime. Dann haben wir hier ein OLL. Jetzt muss ich kurz überlegen, ich habe letztens erst OLLs gelernt. Ich glaube, das ging so. Genau. Da brauche ich immer ein bisschen, weil ich die gerade erst gelernt habe. Dann sind wir hier beim PLL. Die Kanten zuerst. Dann würde ich das hier so machen. Ich würde diesen Orangenen verstecken. Dann der über am orangenen Center liegt, den würde ich hier hindrehen. Tauschen. Ein weiterdrehen, nochmal tauschen und alles wieder fertig machen. Und dann bleiben hier noch 3 Ecken, die wir einfach durch Verstecken lösen können. So, Solve Nummer 2. Ich sehe sofort diese Kante hier. Die ist schon fast gelöst. Hier genauso. Ich würde aber trotzdem zuerst diese hier runterdrehen. Also hier diese gelb-weiße Kante runterdrehen und an den richtigen Platz drehen. So, so, haben wir hier eine gelöst. Dann können wir die sofort lösen. 2, hier noch eine, 3. Dann ist hier die blau-weiße, liegt auch sehr gut. 4. Und die letzte ist hier oben, die ist auch ganz einfach. So, schon hätten wir den Stern. Das erste FTL-Paar wäre hier. Das liegt ganz günstig. So, wie beim 3×3 einfach einfügen. Dann, was bietet sich als nächstes an? Diese beiden vielleicht. Gelb, lila, weiß und die gelb-lila-farbene Kante dazu. Würde ich folgendermaßen machen. So. Und dann an den richtigen Platz bringen. Einfügen. Dann haben wir hier diese Ecke und die Kante ist schon im Slot, also 3x sexy move. Dann sehe ich hier diese Kante, dazu die Ecke ist hier oben. Die Ecke werde ich hier drehen, die Kante hier und dann kann man sie ganz einfach zusammenfügen. Dann einfach runterdrehen und einfügen und dann fehlt nur noch dieser Slot. Die Ecke ist hier und die Kante ist da. Also Kante hindrehen. So. Und das ist dann wieder ein ganz normaler FTL-Case. So. Dann, wie gesagt, normalerweise würde ich eigentlich immer mit dieser Kante anfangen, beziehungsweise hier diesen Block. Aber ich sehe gerade dieses FTL-Paar hier, das würde ich am liebsten sofort verwenden. Die dazugehörige Kante ist hier.
Dann machen wir das folgendermaßen. Ich drehe das nach oben und das nach oben. Habe ich alles in der oberen Ebene. Das bringe ich hier an den richtigen Block oder an das richtige Center. Und dann füge ich das ein. Dann hätten wir schon den ersten Block hier. Dann hatten wir eben hier diese lila-orangefarbene Kante. Können wir hier auch sofort einfügen. Dann haben wir ja wieder die Ausgangssituation, dass wir hier 3 Blöcke hatten und einen haben wir jetzt davon schon gelöst. Dann haben wir, ich würde sagen, diesen Block hier, weil wir hier schon die Ecke haben. Die Kante dazu ist da. Drehe ich nach oben. Und dann einfügen. So. Dann diesen Block hier vielleicht noch lösen. Dazu haben wir die Ecke hier. Und die Kante ist da. Also wegdrehen und nach oben bringen. Dann zusammenfügen. Und einfügen. Dann haben wir hier die ersten beiden Blöcke gemacht. Dann würde ich hier wieder weitergehen. Der liegt hier schon sehr günstig. Dann würde ich einfach hier hindrehen. Dann suche ich noch die beiden anderen Teile, die wir brauchen. Wenn ich sie finden würde. Hier ist einer. Und der andere ist da oben. Dann würde ich sie jetzt mal zusammenfügen. So. Und einfügen. Dann würde sich eigentlich dieses gerade eher anbieten. Deswegen mache ich jetzt das jetzt erst. Ich mache diesen gelben runter. Habe jetzt hier die restlichen beiden liegen. Bringe die zusammen. Und füge den ein. So, dann würde ich Folgendes machen. Wir haben die Ecke hier schon gelöst. Ich würde jetzt erstmal diese Kante einfügen. Weil wir dann hier auch schon die Ecke gelöst haben. Die Kante ist da, die holen wir aber gleich raus. Jetzt würde ich erstmal dieses FTL-Paar machen. Hier sind die beiden Steine, die wir brauchen. Drehe ich an einen leeren Slot. Bringe die zusammen und füge ich ein. So, jetzt haben wir den eingefügt und diese Kante rausgebracht. Die würde ich jetzt sofort einfügen hier. Dann haben wir hier diesen auch gelöst. Jetzt fehlen nur noch 1, 2, 3 FTL-Slots. Der ist schon zusammen. Einfach einfügen. Dann die beiden. Und dann bleiben die beiden noch übrig. So. Jetzt haben wir wieder diesen Linien-Case. Einfach F, A, U, A', U'. Habe ich das richtig gesagt? F, A, U, A', U', F'. So, dann haben wir hier ein OLL. Jetzt muss ich selbst mal kurz gucken. Das ist der. Und dann suche ich 2 Kanten, die gelöst sind. Haben wir jetzt hier gerade nicht. Haben wir gerade nicht. Dann würde ich irgendwo jetzt einfach das machen, was ich bei dem Solve davor gemacht habe. Und dann haben wir auf jeden Fall 2 Kanten, die gleich sind, die schon gelöst sind. Hier sind sie jetzt nebeneinander. Dann würde ich schauen, in welche Richtung die gedreht werden. Das ist jetzt im Gegenuhrzeigersinn, das heißt, ich würde nochmal einen Wiper machen. So. Würden sie andersrum gedreht werden, würde ich einen J-Per machen. So, und dann einfach nur noch die Kanten durch Verstecken lösen. Die Ecken. Ich weiß nicht, ob ich Ecken oder Kanten gesagt habe. Und dann wäre der gelöst. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Wie gesagt, wenn Fragen zu Algorithmen sind oder so, vor allem jetzt in der Last Layer, könnt ihr die gerne als Kommentar posten. Ansonsten Videowünsche und so weiter auch gerne mir schreiben. Ich bin für alles offen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.